Mal ganz ehrlich und ganz unter uns, ist es euch nicht auch schon mal so gegangen, dass ihr irgendwelche MIDI-Files, Styles, Voice-Einstellungen oder User-Effekte einfach verloren habt, weil ihr sie nicht richtig gespeichert habt, beziehungsweise es keine Datensicherung gibt, nachdem euer USB-Stick vielleicht keine Daten mehr lesen kann? Ja, das ist, glaube ich, jedem von uns Musikern schon mal so gegangen. Und deshalb möchten wir heute über das Thema Datensicherung und Datenstruktur reden. Also, auf geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Heute wollen wir uns um das Thema Datensicherung kümmern, denn es ist ja bestimmt jedem schon einmal passiert, dass er irgendetwas gespeichert hat, einfach vergessen hat, das ordentlich abzulegen und irgendwann waren die Daten einfach weg. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man seine eigene Struktur, seine eigene Datensicherung findet. Und wie man genau das anstellen kann, das wollen wir uns einfach mal am PC bzw. am Keyboard anschauen. Also geht's jetzt erstmal auf ans Keyboard. Ja, wir sind also jetzt hier am Keyboard angekommen, gehen in unser Menü, Menü 2, gehen dort auf den Reiter Utility und dort finden wir ganz unten Factory Reset und Backup. Auf Seite 1 von 2 haben wir jetzt den Factory Reset. Also hier können wir festlegen, was wir alles der Reihe nach dort resetten wollen. Vom System über die MIDI-Daten, User-Effekte, Registrationen, die Live-Controls, die Favoriten und so weiter. Wir wollen uns aber jetzt mit der Datensicherung beschäftigen. Deswegen gehen wir hier auf Seite 2 von 2 und sehen jetzt hier schon im oberen Bereich Backup Restore. Und zwar haben wir hier den Button Backup und können jetzt hier oben über dieses kleine Feld noch entscheiden, ob wir unsere Audio-Files, die sich ja auf der internen Festplatte befinden, mitspeichern wollen. Ich möchte das jetzt mal nicht tun, sondern sage jetzt hier einfach Backup. Es kommt die Frage, um die Einstellungen, Daten des Instrumentes zu sichern, schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk am USB-to-Device an. Also sprich, wir sollen am oberen Bedienfeld oder an der Rückseite unseren USB-Stick anschließen. Das habe ich natürlich hier in meinem Fall schon getan. Ihr seht, der Stick steckt am oberen Bedienfeld und wir können jetzt OK drücken. Sichern Sie die Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk. Wir drücken OK. Die Sicherung ist abgeschlossen. Es wurde eine Sicherungsdatei Genus BAP im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks angelegt. Wir drücken OK. Jetzt können wir natürlich noch sagen, wir möchten einzelne Setup-Files. In diesem Fall wären das hier die Systemdaten, MIDI-Daten und User-Effekte. Diese können wir einzeln hineinladen. Wir gehen also auf Save und speichern jetzt einfach hier im Stammverzeichnis mit Save hier und sehen, wir haben jetzt unser System Setup Presets. Sagen OK. Das gleiche wiederholen wir jetzt mit den MIDI-Daten. Gehen auf Save. Save hier. OK. Und ebenfalls die User-Effekte. Save hier. OK. Jetzt können wir natürlich diese Daten an unserem PC sichern.
Sollte der Fall einmal andersherum notwendig werden und wir müssen Daten wiederherstellen, so gehen wir über Restore, was sich hier oben befindet. Er bringt die Meldung, um die Sicherungsdatei in das Instrument zu laden. Schließen Sie den USB-Stick an. Das machen wir. Durch das Laden werden die Einstellungen gelöscht. Fortsetzen, okay. Jetzt bringt er uns die Meldung, das Laden der Sicherungsdatei wurde abgeschlossen. Das Instrument wird jetzt neu gestartet. Das machen wir natürlich. Wir drücken OK. Und es wird unser Instrument jetzt neu gestartet. Und wenn wir jetzt in unsere einzelnen Einstellungen wieder reingehen, sieht man, dass alle Systemeinstellungen, wie zum Beispiel der Master EQ oder der Kompressor, alle wieder geladen sind. Genauso wichtig ist es natürlich, dass man seine eigene Struktur auf seinen USB-Stick hat, beziehungsweise man sollte sich im Vorhinein Gedanken machen, wie möchte ich meine Daten sichern. Ich empfehle, alle Daten auf den USB-Stick zu speichern. Sich auf diesen USB-Stick eine gewisse Ordnung an Systemen und Ordnern anzulegen und diese konsequent dann natürlich auch beizubehalten. Es ist natürlich nicht sinnvoll, einige Daten auf dem Keyboard, auf der internen Festplatte zu haben und andere Daten wiederum auf dem USB-Stick. So kann es doch mal vorkommen, dass in einzelnen Registrierungen verschiedene Daten miteinander verknüpft sind, was natürlich dann zum absoluten Chaos führen kann. Deshalb hat es sich bewährt, alle Daten auf dem USB-Stick zu sichern. Ich habe mir hier, wie man also sieht, eine Ordnung angelegt mit Songs. Diese sind dann nach Buchstaben sortiert und in den einzelnen Ordnern sind natürlich dann zum Beispiel alle Titel mit A. Dann habe ich meine Styles, meine Audio-Files, Multipads, Texte, Registrierungen, Playlisten. Ich habe meine Registrierungen für mein Akkordeon. Einen Arbeitsordner habe ich hier angelegt, in dem ich alles erstmal hineinspeichere, was ich gerade zurzeit bearbeite. Sowie ein Titel dann fertig bearbeitet ist, kommt er dann in den entsprechenden Songordner und wird dann mit einer Registrierung neu verknüpft. Ja, dann gibt es natürlich bei mir noch einen Ordner für die Sounds. Dort habe ich eben verschiedene Sounds drin liegen. Die sieht man natürlich jetzt hier nur vom Soundordner aus. Und habe einen Ordner für meine Chord-Looper-Dateien. Wichtig ist natürlich jetzt, dass wir die Daten entsprechend sichern. Nun haben wir die Daten natürlich auf unseren USB-Stick gesichert. Und nun sollte man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Daten auf dem USB-Stick nochmal woanders gesichert sind. Bei mir ist es so, dass ich diese Daten dann auf meinem Studio-PC speichere,
ebenfalls nochmal auf meinem Laptop. Und ich habe immer noch einen zweiten USB-Stick, wenn ich unterwegs bin, in meinem Portemonnaie, so dass alle Daten nochmal für alle Fälle vorhanden sind, falls einmal ein USB-Stick aussteigt. Wir können uns das auch gern nochmal am PC anschauen. Wechseln dort einfach mal auf den anderen Bildschirm, gehen in den Ordner für den Genus und dort habe ich die Datensicherung. Ihr seht, 30.01. Es wird höchste Zeit, dass ich wieder eine Sicherung anlege. Und hier sieht man dann das komplette Verzeichnis, wie wir es vor uns auch auf dem Keyboard gesehen haben. Ja, ich denke, mit der richtigen Struktur und einer ordentlichen, regelmäßigen Datensicherung ist man auf jeden Fall gut aufgestellt, wenn doch einmal ein kleines Malheur passiert. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.